Jetzt habe ich Krücken. Okay. Ach, eine Stiftebox. Meine Gelenke tun mir so weh. Ja, das tut mir leid, aber auf den Schrank gelandet, aber zumindest habe ich einen runterbekommen. Ach ja? Wo? Ah, da. Aber einen Stift kann ich nicht verbinden. Nö, okay. Ja, es klappt nicht. Wollte ich eigentlich auch nicht. Dann können wir dem jetzt Papier und Stift geben. Und dann kann er was immer auch schreiben möchte, schreiben. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was das bringt. Need paper to reproduce the key. Need the paper. Gotta have paper. Was er hält. Und dann noch ein Stift. Mightier than the sword. The pen, the pen, the pen. Ja, und jetzt? Willst du mir sagen? The key. The key. Keep it close. Keep it safe. Bring help. Don't get caught. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Save the kingdom, get the girl. Okay. Der hat sie auch nicht mehr ganz. Vielleicht ist das für dieses Tastenfeld geeignet. Also die sind irgendwie alle ein bisschen drehen am Rad, außer wir. Wir haben es eigentlich ganz gut. Jetzt konnte ich das nicht lesen. Ja, verdammt. Na gut, was ist denn hier drin? Noch so ein Computer. Seltsamer flache Bildschirm. Sind wir hier in der Gegenwart oder warum flache Bildschirme? Ikea-Möbel. Das kann... Tisch. Miss. Oh. Nurse? Oh, hi there. Goodness, you startled me. You could have just knocked. Natürlich. And it's Doctor, actually, Dr. Emma Brown. I'm a little embarrassed to say, but we don't have any files on you, so I don't even know your name. It's Joe, ma'am. Oh, call me Emma. We're not so formal here. It's nice to meet you, Joe. I'm sorry, Dr. Brown. I don't know how to say this, but everyone here, is in serious danger. I'm very sick, and it's very important you call the authorities and... Whoa, whoa, whoa. Take it easy. Deep breaths. There's nothing to be afraid of. How do you feel? Okay, I guess. A little sore. See, you're fine. And the soreness is to be expected. You've undergone muscle therapy. You've been asleep for at least 3 decades, after all. Maybe even more. What? Where am I? What year is this? Easy, Joe. I know it's a lot to take in. It'd be a shock to anyone's system. Haven't been under for as long as you have. It's 2012, and this is the psychiatric ward at St. Genevieve's Hospital. You were brought out of hibernation 5 weeks ago. Like the others, you were placed in an artificial coma for regenerative muscle therapy and brought here for evaluation and rehab after everything checked out. Oh, God. The tubes. You have to listen to me, Doctor. I'm dangerously sick. I was carrying something when I got in. Oh, that? Well, that's true. You did all have some kind of flu. Actually, the resident physician did find it peculiar how you had all contracted a type of avian flu that only first appeared in the late 90s, and a new strain at that. In any case, the pathogen was largely dormant due to the extended hibernation. We run very thorough medical checks on all our cryo clients, so we gave you all a shot of our regular cocktail. Cleared it right up before you even came to. So it's... gone? But Archon... Yes, I'm afraid I don't know much about all of that. All I know is that the company that froze you went bankrupt back in the early 70s. A victim of industrial sabotage, I think. Anywho, the remaining assets were sold off, and the Cryoform company bought the cryogenics technology. As per ethical requirements, that included all of you who were frozen there. We've been helping rehabilitate Cryoform's clients for the past 5 years or so. Mostly folks suffering from previously incurable terminal illnesses and heavy wallets. But you didn't hear that from me, hmm?
Unfortunately, cryogenics was a little experimental when you went under. So, while the company's been freezing and reviving clients for quite some time, you had to stay confined to the original equipment. Apparently, a lot of Archon's original documentation was destroyed in a fire, so Cryoform had practically no information on any of you. That's another reason it took so long to figure out how to revive you. Sadly, the others haven't been quite as coherent. They share certain delusions, end of the world, that sort of thing. An unfortunate side effect of cryogenics' primitive state at the time, I suspect. You, however, seem just fine. Apart from the shock, I mean. So I'm not sick? You sure? Yes, Joe, quite sure. In fact, I see no reason to keep you here. We have an excellent rehabilitation team who'll get you settled into your new life in no time. Just come see me when you're ready to go. Wow, das waren viele Informationen wieder mal. Also wir sind jetzt tatsächlich in der mehr oder weniger Gegenwart, 2012. Archon ist pleite gegangen, war auch irgendwie klar. Die ganzen Informationen wurden vernichtet, war auch ziemlich klar, dass das passiert. Und die Vogelgrippe war das Virus, was wir hatten, aber durch den Fortschritt in der Zeit konnten die das verhindern, dass das sich ausbreitet. Und wir sind die einzigen von den dreien in der Röhre, die nicht wahnsinnig geworden sind anscheinend. Und jetzt können wir unser Leben fortführen in der Gegenwart, in der jetzigen neuen Gegenwart. Okay, ich glaube, wir müssen nichts mehr tun, oder? Ich meine, sollen wir nochmal mit denen reden? Sollen wir es mal versuchen? Willst du nochmal mit uns reden? They gave us the fire of the gods, then watched us burn. They're baneful. We're nothing to them. Don't trust them. You hear? Never forget, never forget, never forget. Keep it in mind. Useless without my tools. Okay. Ja, das hilft uns wahrscheinlich dann doch nicht mehr so weiter. Also ich wüsste nicht, was wir jetzt noch machen sollten. Also können wir mal versuchen, in unser neues Leben zu gehen, was? Die steht da auch irgendwie eingefroren. So, are we all ready to go? I guess. Oh, don't worry. The rehab team's eager to help get you settled in. I know it may feel a little overwhelming now, but trust me, you'll love it in 2012. Endless opportunities. A whole new lease on life. Speaking of, I happened to catch you on the surveillance monitors a little while ago, and you seem to show excellent problem-solving skills. You like puzzles, Joe? Perfect. I'll be sure to mention it to the career coaches. They'll find just the right thing for you. Ja. Puzzler. Überlebenshelfer sind wir auch ganz gut geworden, würde ich mal behaupten. So war es immer noch nicht. In der U-Bahn. Mit all den Leuten mit dem iPod und der Typ mit Wasser-Skateboard. Zum 70er. Oh, das sieht ja nach einem tollen Job aus. Aber die Welt ist lebendig. Wir haben es also doch geschafft. Wir haben sie gerettet anscheinend. Das Ende. Alles ist gut ausgegangen. Abgesehen von den zwei, die jetzt ein bisschen... Und Frank vielleicht auch. Den anderen, die gestorben sind. Hier kommen die Credits, die lasse ich dann noch ganz schnell durchlaufen. Also, ja, ich muss sagen, das Spiel hat mir so gut gefallen. Die Aufgaben haben Sinn gemacht. Also,
musste zwar immer manchmal nachdenken, weil ich nicht ganz wusste, was ich tun sollte. Oder weil ich irgendwas nicht gefunden habe, aber an sich kommt man da ganz gut durch. Es war eine interessante Geschichte. So ein paar Sachen konnte ich vorausahnen. Aber so ein paar Sachen dachte ich mir auch so, die waren auch irgendwie, die hätte ich nicht vorausahnen können. Also es hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch das Voice-Over und so. Die deutsche Übersetzung war okay. So an manchen Stellen hat man gemerkt, dass es war nicht perfekt. Aber hat mir gefallen, ja. Also dann lasse ich das jetzt noch durchlaufen und dann beende ich dann damit das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr solche Point-and-Click-Adventures sehen wollt, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Auch würde ich gerne mal eure Meinung über dieses Spiel erfahren. Hat es euch gefallen? Was hättet ihr anders gemacht? Was war besonders gut? Was war nicht so toll? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich dann jetzt, denke ich, auch. Bis zum nächsten Mal.